Im Winter haben wir gemerkt, dass wir noch ein bisschen Ferien quasi zu gut haben. Und da wir jetzt beide nicht so wahnsinnige Winterkinder sind, haben wir uns dann entschieden, noch einmal anzufahren, wo es ein bisschen wärmer ist als bei uns. Wir haben uns für Marokko entschieden. Weil aber Marokko doch 3000 Kilometer von der Schweiz weg ist, haben wir dann einen TÜV gemietet, um im Süden von Marokko ein bisschen erkunden. Aber da kommt jetzt nicht raus, wenn man TÜV gemietet, für die 3000 Kilometer zu fahren. Ja, denke sicher nicht. Geht also gut. Also haben wir uns für das Flugi entschieden und von hier aus dort unten in Marrakesch einen TÜV gemietet. Zu Marokko noch vielleicht schnell, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Es ist 11-mal so gross wie die Schweiz und hat aber nur 4-mal so viele Einwohner wie die Schweiz. Also es scheint gar nicht so gross, aber es ist tatsächlich auch für uns Verhältnisse eigentlich riesig, das Land. Dann sind wir dann losgeflogen, in Marrakesch angekommen und am nächsten Tag haben wir den TÜV empfangen. Und das ist reibungslos gegangen. Ja, der war pünktlich dort und alles hat so Seile parat gehabt, dass wir unser Gepäck befestigen können auf dem TÜV. Und dann sind wir losgefahren und er hat noch gesagt, wir sollen dann möglichst schnell tanken, weil der Tank sei leer. Die dürfen nur noch untankt entgegen, weil man in so lustige Touristengruppe gefunden hat, ja, wir tun Wasser in den Tank und geben ihn dann volltank zurück. Und das ist ein bisschen doof halt. Ja, und halt in der ersten Euphorie haben wir dann nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt das gerade sofort muss sein, bis halt dann der TÜV schon. Also eigentlich wahrscheinlich noch in einem Vorort, wo Marrakesch einfach schon keinen Wank mehr gemacht hat. Also wir haben dann ein Taxi gefunden, weil die nächste Tankstelle war wirklich zu weit weg, um dann dort hinzulaufen. Und sind dann für einen Haufen Geld einmal quasi volltanken, einfach halt in der PET-Flasche und haben dann so nachher unseren Tank gleich noch können füllen, so dass wir dann so richtig haben können starten. Und dann sind wir Richtung Südosten sind wir gefahren, Richtung Bergen. Oh, der Heckkiste, schau mal das. Und das war eigentlich schon sehr eindrücklich gewesen, dann eben so aus dieser Fläche raus, dann ja, immer weiter rauf und immer ja, auch schon eigentlich karger, oder? Ja, das, und es wird schnell hügeliger, oder? Haben wir gemerkt. Eigentlich hat nur eine Hauptstrasse von Marrakesch runter auf Ouarzazate. Also jetzt, der natürlich jetzt mehrere, aber es ist so die Hauptstrasse, die direkte Verbindung, und die haben wir genommen. Es hat wahnsinnig viele Baustellen gehabt, die sind die Strasse am Ausbauen. Und dann hat es eben Lastwagen hat's natürlich viel gehabt. Gut beladene Lastwagen. Mutig. Komm, da. Ja, spinnst du? Was spinnst du? Du willst da sterben unter einem Hurenstrom. Ja, aber dafür dann auch mal wieder irgendwie einfach nur, dass die Leute mit dem Esel unterwegs sind. Ja. So, es ist ja dann nie, es hat alles. Es hat alles. Ja, wir haben zwischendurch einen Kaffeestopp gemacht, haben die Aussicht genossen und ja, sind eigentlich dann wirklich gegen den Abend, ja, eben weil wir ja dann nicht zackig haben können losfahren, sind wir dann wirklich gegen den Abend in Ouarzazate angekommen. Ja, aber haben dann gleich noch ein bisschen Zeit gehabt, um ein bisschen noch rumspazieren und ein bisschen schauen. Ja, und etwas essen. Aber das hat sich dann so als nicht das beste Essen, das wir in dieser Woche, wo wir sie dort gesehen haben. Wo wir so schön komischen Satz haben. Es hat sich herausgestellt, es war grusig. Ja, also wirklich. Es ist nicht schade, gut gewesen, ja, schade. Ja, weil eben, sonst eigentlich die ganze Woche haben wir wirklich Ja, sehr nur gut gegessen.
Das nächste Ziel wäre dann Erfurt gewesen. Die Landschaft ist schon eindrücklich, aber eintönig. Und es war kalt auf diesem Dorf. Die Straße war einfach nur gerade gewesen. 3 hours later. Und so wäre es dann weitergegangen, wahrscheinlich noch Stunden. Das Erfurt war immer noch ewig weit weg gewesen. Und so haben wir dann unterwegs entschieden, dass wir, und das machen wir nicht, wir nehmen eine Abkürzung eigentlich, wir machen immer noch den Kreis, aber einfach nicht so einen ausgedehnten Kreis. Ja, und dann haben wir noch eine Pause gemacht, wo wir schon dort unten waren. Und du noch hast können. Ja, noch ein bisschen Freude haben. Ausprobieren, genau, was denn alles so kann. Ja, das kann man ja sehen. Aber es war lustig. Nein. Umandades, Kaffee und Minzentee und Genau. das Und auch die, sie sind einfach so freundlich und nett, weil der hat extra dann das Wasser angeschmissen, aufgeheizt, dass es dann auch wirklich einen guten Tee gegeben hat. Ja, und dann sind wir in die Schlucht gefahren. Ja, und die ist schön. Es gibt 2 so bekanntere Schluchten und die sind fast nebeneinander und wir haben die Dadesschlucht gewählt. Und ich habe es noch spannend gefunden, dass halt dort, wo Wasser ist, also in der Nähe vom Bächli, es ist kein Fluss, es ist wirklich nur ein Bächli, ist es grün. Mit Palmen und Gras und Obst, glaube ich, sind sie dort angepflanzt und so. Und eben, alles, was dann nicht beim Wasser ist, einfach wieder karg. Das ist noch ein rechter Kontrast. Und das war auch noch eine schöne Strecke, einfach sonst zum Fahren. Ja. Wir hatten 0 Verkehr, wir waren gefühlt die Einzigen auf der Straße. Ja, und dann so wirklich, dann, wenn man sich so aufschlenkt. Und dann, ich hätte jetzt gesagt, wo wir dann etwa zuoberst waren, haben wir dort, das war dann Silvester gewesen. Und dort haben wir dann unser Hotel gehabt. Wir haben dann schön reingeheizt. Ja, das ist nämlich, das muss man auch sagen. Ja. Das ganze Hotel war eigentlich kalt, ausser dort, wo man sich aufhält, also eben jetzt im Zimmer. Und unten im Esszimmer oder im Essraum war es am Anfang eigentlich auch kalt gewesen. Die heizen nur, wenn es es wirklich braucht, ich glaube. Ja. Energie ist teuer. Ja. Und dort wahrscheinlich vor allem auch. Und das Zeug ist halt nicht isoliert, die sind nicht eingerichtet auf den Winter, sondern halt auf den Sommer. Und dementsprechend war es recht frisch gewesen, eigentlich. Aber wir haben es genossen, einfach ein bisschen warm zu haben und sind dann am nächsten Tag recht früh eigentlich los. Und, aber wir waren gut eingepackt und die Sonne hat geschonnen. Also haben wir es. Let's go! Ja, und dann sind wir nach Tilmi und haben dann also es ist eine Gebirgsstrasse, von Tilmi nach Agudal fahren. Und das hat auf Google Maps ganz anders ausgesehen, als es dann nachher. Also eigentlich war es cool gewesen, so wie es ist, aber es war unerwartet gewesen. Wir haben nicht gedacht, dass es eine unbefestigte Straße ist. Ciao! Kannst du bitte jetzt Hurensieh? Nein, jetzt regt es mich dann wirklich auf. Also ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ich wohne. Sonst fliege ich ab und dann laufe ich. Ja, aber im Schurlaub. Das ist mir scheißegal. Also. Dann mache ich halt jetzt. So. Ja, du extra. Hey, chill, Wave, komm. Schau, das ist eine schöne Straße. Ich habe dir schon mal gesagt, ich finde die Straße voll easy. Eben. Mit der habe ich kein Problem. Ich finde es ein grandioser Start ins neue Jahr.
das ist wirklich sehr speziell Ja, gewesen. ja. Einfach halt wirklich so die Landschaft und dann die Aussicht, wirklich mega weit. Mega einfach schön, weil die ja. Straße auch so weit aufgeht. Das Ja. sind knapp 3000 Ja, Meter. die höchste Straße von Marokko, Ja, wenn es dann so ist, dann wenn weiss es denn so ist, aber ich glaube. Und ja, eben der grösste Teil ist wirklich nicht asphaltiert, wie soll man sagen. Es ist nicht mal, doch befestigt ist schon, aber Ja, es ist einfach mehr oder weniger ausgeebnet, aber es ist nicht, es hat Felsen, Sand, Kies, eigentlich auch, bei uns wäre das ein anderer Weg, einfach ein bisschen breiter, oder? Das ist ein bisschen so. Was ist los? Was läuft? Hallo? Ah, jetzt ist wieder gut. Oh, der, look. Aber tatsächlich ist das die Hauptverbindungsstraße von Baumann-Dades einfach nach in- Immerchil. ja, halt Ja. einfach durch den hohen Atlas. Ja, genau. Ja, in der Zwischenzeit hat es dann wieder ein bisschen zugetan und ist natürlich logischerweise auch auf dieser Höhe sowieso schon nicht mega warm gewesen. Dann haben wir uns dann bei einem Auberge haben wir uns, ein bisschen aufgewärmt mit Kaffee und Tee und der hat uns eben dann erzählt, dass wir also Glück, ja jetzt quasi für die Doch. Route haben wir wie Glück gehabt, weil die sonst im Winter eben, wenn es Schnee hat, dann häufig ja, halt einfach gesperrt ist. Und aber jetzt, was hat er gesagt, etwa 3 3 Jahre? Jahre Also, nicht nein, dann ist es nicht wirklich. geregnet oder eben natürlich auch nicht geschneit. Und Schnee, eben, wir reden von 1,5 Meter, also er hat Richtig gesagt, das ist ein richtig Schnee. Genau. Auf dem Weg nach Immerchil sind uns immer wieder farbige Häuser aufgefallen. Wirklich ganz farbig angemalt. Mega schön eigentlich. In dieser doch eher kargen Landschaft. Ja, von dem her. Aber das ist wirklich herzig, ja, die Schulhäuser, die fallen auf. Ja, aber mir ist es einfach nicht wärmer geworden, im Gegenteil. Wir sind fast verfroren. Wir mussten noch tanken und dann recht schnell, glaube ich, ist uns klar gewesen, dass wir nicht weiterfahren. Und dir ist es noch nicht so gut gegangen. Also die kennen das ja auch scheinbar. Und bei denen ist das auch das so Cold Fever, was sie im Winter scheinbar auch haben. Und ja, sie sind wirklich eben sehr herzig gewesen. Ich habe dann Tee gekriegt. Und er hat dann, das war ein Hotel, wo es in dem Sinne keine elektrische Heizung hat, sondern da hat es einfach ein kleines Öffeli im Zimmer und in der Gaststube. Ja, und so ein Holzöffeli. Genau. Wo man dann wirklich Holz, müssen mit einheizen. Feuer. Ja, genau. Und das hat er dann halt für mich schon ein bisschen früher gemacht und dann Haufen Decken drüber. Aber zum Glück ist es mir am nächsten Tag besser gegangen und strahlend blauer Himmel. Das war mega schön, ja. Das Wetter. Ja, das macht schon sehr viel aus. Je nördlicher dass wir gekommen sind und je näher nach Beni Mellal und auch nicht mehr so hoch, sondern es ist natürlich eben, es ist immer wie weiter runtergegangen Richtung Ebene, desto wärmer ist es so geworden und grüner. Und das hat uns dann doch recht Freude gemacht. Ja, Ja. das ist schon noch speziell, ja, weil wir uns das einfach so Ja. überhaupt nicht gewöhnt sind, dass es nicht bewachsen ist. Und wie wir uns dann ja wieder wirklich fast ab jeder Vegetationsstufe, wo es höher wurde, gefreut haben. Ja. Das war eine schöne Fahrt gewesen. Sehr, ja. Und dann sind wir dann in diesem Beni Mellal angekommen. Dort haben wir ein Hotelzimmer gehabt. Das Hotel war gerade bei einem grossen Kreisel gewesen. Und das war dann auch noch interessant gewesen, Sehr. um dort ein bisschen zuzuschauen. Ja, und dann sind wir dann noch 2 Tage dort geblieben in Beni Mellal und haben so ein bisschen
einen auf Tourist gemacht. Dann haben wir wahnsinnig gut gegessen. Eigentlich war es wie eine Metzgerei an der Straße, nicht weit weg von unserem Hotel. Wo Tiere gegangen sind, Schafe und Geissen und weiss nicht was das war. Und dann hat es auch so eine Auslage gehabt, Fleisch und einen Grill. Und man konnte dann selber sich das Zeug zusammenstellen, das man gerne hätte vom Grill, also so Spiessli. Und dort haben wir mega gut gegessen. Ja, du hast wirklich können wählen was und dann hat es den gerade auf dem Grill dann gerade gemacht. Und dann ist es wieder ein kleines Gebirge gegangen, aber nicht mehr so hoch wie vorher. Ja, wir haben einfach gesagt, wir haben noch ein bisschen, wir haben eigentlich noch, doch noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Und jetzt einfach nur in dieser Ebene gerade wieder nach Marrakesch zurückfahren, haben wir dann wie auch nicht wollen. Und darum ja, ist eigentlich dann klar gewesen, dass wir noch mal ein bisschen in die Berge zurückgehen. Genau. Ja, und das war dann auch schön gewesen, zu fahren. Ein bisschen kurviger und eben nicht mehr kalt. Wir sind an einem Stausee entlang gefahren. Der hat aber auch nicht viel Wasser gehabt, aber er hat Wasser gehabt. Das finde ich einfach auch noch, das ist recht ein Hochhimmel. Ja. Dann so drüber ja, speziell. Sind wir noch zu den Wasserfällen, die Aushaut-Wasserfälle. Ja. Für uns sind Wasserfälle ja so. Und das ist wie, man muss runterlaufen, weil eben die Wasserfälle eigentlich vom Niveau durchgehen. Also es ist von dem, man sieht sie gar nicht. Man hat das Gefühl, nein, das kann nicht sein. Wo ist da irgendetwas, wo Wasser drüber abfließen kann? Aber ja, das ist wie ein Spalt in der Erde. Ja. Und das ist schon noch eindrücklich. Ja. Das Ziel war ja, wir haben ein ganz schönes Hotel, ein Riesenteil. Ja. In Demnate war das. Ja. Also es hat schon opulent ausgesehen und also es ist einfach von allem noch mehr. Auf dem Weg dorthin haben wir so eine Gruppe mit kleinen Töffeln unterwegs gesehen. Die sind also auch für die Heim war es ein recht Spektakel. Ja. Aber dort haben wir schon gesehen, also mit dem Ding kommst du nicht vorwärts, also schon geradeaus nicht. Und dann haben wir das eben gegoogelt, weil die sind dann eben auch bei uns im Hotel gewesen. Das ist also der Monkey Run mit diesen Monkey Bikes. Und dann war es noch schon so weit gewesen, oder? Letzten Tag, also auf dem Dörf, und wir mussten das Ding dann zurückgeben. Das heisst, das Ziel war Marrakesch gewesen. Und da sind wir auch zuerst wieder so ein bisschen wirklich durchs Hinterland gefahren. Ja. Warten wir schnell. Hallo. Du sitzt mir auf dem Bein. Was? Muss ich anhalten? Ich hocke auf dem Tank. Nein, auf meinen Beinen sitzt du. Oh Mann. Ist gut? Nein,
weiß es nicht. Hure elender Scheissdreck. Ja, da würden wir auf die Hauptstrasse kommen. So. Ich lasse die Füße bambeln. Können wir schaffen? Ja, bis wir dann eigentlich wieder auf die gleiche Straße zurückgekommen sind, wie wir gestartet sind. Eine Woche vorher. Zurück auf Marrakesch. Dort haben wir eine Auberge in der Medina. Und ja, wir haben dann gemerkt, dass Google und Medina nicht so zusammenpassen. Ja, wir haben dann wahrscheinlich dort, wo jeder Tourist, der mit irgendeinem Gefährt in Medina muss, einfach hängen bleibt. Von dort an haben wir dann Eskorten gehabt, da haben so Junge sind uns dann vorausgefahren. Mit diesen Töffchen. Zum Parkplatz, zum bewachten Parkplatz eskortiert. Und dann waren wir eben dann 3 Tage in dieser Auberge gewesen. Und die war sehr schön. Also erstens mega zentral, gerade in der Nähe vom grossen Platz. Und was haben wir noch gehabt? Dachterrasse haben wir gehabt. Ja, das war sehr schön. Sehr schön. Ja, da haben wir wirklich so richtig können sünneln. Ja, es war wieder eben warm gewesen. So 24 Grad. Geht genau angenehm. Ja. Jetzt sind wir dort, bevor wir den abgeben, sind wir noch im schlechten Marschall gewesen. Das ist schön, grün. Ja. Ja, und im Sommer mega cool. Ja, Wenn es ja. dann wirklich mit dem Schatten und so, dann ist das sicher ganz eine gute Sache. Ja, und nachher sind wir dann zu Fuß unterwegs gewesen. Sind wir dann noch dort zu Nacht essen auf dem Jamal El-Fna. Aber das ist der grosse Platz, wo dort hat es alles Schlangenbeschwörer, so Kleinkünstler und dann, aber vor allem mega viele Essensstände. Dort wird vor allem, glaube ich, grilliert, so wie ich gesehen habe. Aber es gibt, glaube ich, also die haben Gemüse und andere haben Früchte. Man geht dann zu dem, der am überzeugendsten und lautesten und aber auch sympathischsten und freundlichsten dir kann sagen, wieso jetzt musst du unbedingt zu ihm. Und ja, das ist ein Erlebnis. Aber auch das, es ist nicht unangenehm. Nein, es ist nie aggressiv, Ja. eben so der Konkurrenz. Es ist auch witzig. Ich glaube, Ja. sie wissen das ja auch selber. Das ist, ja, und dann haben wir dort auch richtig gut gegessen. Sehr. Und dann ist eigentlich schon, sind die Tage auch schon wieder vorbei gewesen, Sonntagmorgen früh. Wir haben am Tag vorher noch ausgecheckt, wo das der Bus denn genau fährt, der Bus, der uns zum Flughafen bringt. Und das hat dann nach einem kurzen Kaffee morgen früh auch alles reibungslos geklappt. Ja, also die haben einen Fahrplan und die fahren nach Fahrplan. Und die fahren pünktlich. Ja. Also, und das für 3 €. Und dann voilà, sind wir dann auch relativ rasch schon wieder zurück gewesen. In Basel gelandet und Ja. das war es dann gewesen. Geniessen jetzt noch den Rest vom Winter. Yeah. Bis zum nächsten Mal.